Auf unserem Kanal, da geht es ja immer um das Thema Auswandern, ins Ausland umziehen. Und daher wollen wir uns doch heute mal anlässlich des Weihnachtsfests 2024 anschauen, inwieweit eigentlich die traditionelle Weihnachtsgeschichte hier zu Auswanderern spricht und inwieweit sie sich dort wiederfinden können. Die Weihnachtsgeschichte von Jesus, Maria und Josef, die ist ja uns allen bekannt, egal ob dir das jetzt wichtig ist, egal ob du daran glaubst, egal ob du religiös bist oder nicht. Es ist etwas, mit dem wir aufgewachsen sind. Das ist in unserer kulturellen DNA drin und die meisten von uns feiern ja Weihnachten, selbst wenn sie jetzt hier die religiöse Bedeutung des Festes als nicht besonders wichtig erachten. Und vor dem Hintergrund ist es doch einmal interessant, sich anzuschauen, inwieweit eigentlich diese Geschichte hier etwas mit dem Thema Auswandern zu tun hat. Ich meine, da gibt es die offensichtlichen Sachen. Die heilige Familie flieht nach Ägypten, die Reise nach Bethlehem und diese Sachen, da ist ja schon etwas von Reisen, unterwegs sein, heimatlos zu sein, auf jeden Fall drin enthalten. Aber was hat das eigentlich konkret mit uns heute zu tun? Wie kann man sich heute als Auswanderer in dieser Geschichte wiederfinden? Ich habe mir das Ganze mal unter dem Aspekt, vor dem Hintergrund angeschaut und mir sind im Grunde genommen 10 interessante Punkte aufgefallen. Die Geschichte beginnt ja damit, dass der Kaiser Augustus eine Volkszählung hier im Römischen Reich in Auftrag gibt. Grund ist, dass er die Steuern erhöhen möchte und möchte einmal genau wissen, wie viele Bürger gibt es eigentlich hier in meinem Reich, wie viel Steuern kann ich tatsächlich erheben. Um dies zu tun, wird jeder Mann beauftragt, letztlich hier in seinen Heimatort zurückzukehren. Das ist letztlich ein Begriff, den wir vielfach heute nicht mehr kennen. Es ist im Grunde der Abstammungsort. Die Schweizer kennen das ja als Bürgerort. Die Briten kennen das übrigens auch als Domicile. Also es hat etwas mit der Vergangenheit, vielleicht mit dem Vater, mit dem Vorfahren zu tun. Also im Grunde genommen der Ort, aus dem man hier ursprünglich stammt. Im Falle von Josef ist das eben Bethlehem. Er ist nämlich aus dem Stamme Davids und Bethlehem ist die Hauptstadt dieses israelischen Stammes. Man kann sich nur vorstellen, wie unbequem das Ganze gewesen sein muss. Maria und Josef lebten damals in Nazareth. Das sind ungefähr 150 Kilometer. Ein Fußmarsch also von 7 bis 10 Tagen ungefähr. Natürlich, die Leute waren damals gewöhnt zu laufen, aber vor dem Hintergrund, dass ja Maria hochschwanger war, sicherlich nicht die einfachste Reise. Viele von euch werden sich damit identifizieren können. Der Staat verlangt einem irgendwas ab, was komplett widersinnig ist, was einem gegen den Strich geht. Aber als guter Bürger nimmt man natürlich die staatsbürgerlichen Pflichten ernst, hält sich an die Gesetze, hält sich an das, was einem der Staat sagt. Und so tun es auch Maria und Josef. Und sie machen sich unterwegs nach Bethlehem. Aber hier eben eher eine unfreiwillige Reise. Welche hochschwangere Frau will schon in ihrem Zustand jetzt noch auf eine solche Reise gehen? Man möchte am liebsten einfach zu Hause sein. Man möchte sich ein Nest bauen. Diejenigen von euch, die Mütter sind, werden das sicherlich nachvollziehen können. Oftmals geht es auch vielen Auswanderern, ehrlich gesagt, so. Ja. Wir haben viele Mandanten seltsamerweise, wo die Auswanderung so mit einer Schwangerschaft irgendwie zusammenfällt. Und da muss man noch schwanger oder hochschwanger sogar ein Haus, eine Wohnung im neuen Land suchen oder sich auf die Reise geben oder fliegt noch so in letzter Minute, weil man es vielleicht auch so timen will, dass das Kind dann im neuen Land auf die Reise kommt. Ist mir selbst übrigens auch so gegangen. Meine Tochter ist ja in den Vereinigten Staaten auf die Welt gekommen. Das haben wir eben noch so gerade geschafft. Wir sind da 2 Wochen vor der Geburt angekommen. Und seltsamerweise eben, ich kenne einige Mandanten, denen es genau so gegangen ist, weil eben die Situation der Geburt doch Druck hier verursacht, zu handeln. Und manchmal klappt das dann alles aufgrund der Bedingungen eben erst zu kurz vor knapp. Die Reise nach Bethlehem, also nach der Volkszählung, unser zweiter interessanter Punkt hier der Weihnachtsgeschichte. Der dritte interessante Punkt ist die Suche nach der Unterkunft. Auch da können viele, die ins Ausland umgezogen sind, natürlich nachvollziehen, wie schwierig es manchmal ist, eben hier weit ab von zu Hause dann eine neue Heimat zu finden. Das geht ganz vielen Menschen so, ja auch vielen unserer Mandanten.
Es ist eben nicht so einfach im Ausland, wie man sich das vorstellt. Und hier Maria und Josef sind ja nicht mal wirklich im Ausland. Sie sind ja nur in einem anderen Landesteil, aber eben die Stadt ist überfüllt. Es sind ja ganz viele Menschen wegen der Volkszählung da. Sie schaffen es also nicht, hier eine Unterkunft zu finden, die der Situation Marias hier entsprechen würde. Vielfach ist es hier aus dem biblischen Narrativ nicht ganz klar, was hier gemeint ist, wenn hier von einem Stall die Rede ist. Vermutlich ist es so, dass die Familie hier bei Familienmitgliedern von Josef, dessen Heimatstadt, dessen Bürgerort ja letztlich Bethlehem war, untergekommen war. Aber weil so viele Menschen eben da waren, waren letztlich die Gästezimmer schon belegt. Und wahrscheinlich hatte man auch nicht damit gerechnet, dass jetzt das Kind so frühzeitig zur Welt kommt und hat deswegen hier eher eine einfache Unterkunft dem Paar zur Verfügung gestellt. Es war durchaus üblich, dass hier Tiere auch im Haus waren. Das hat jetzt nicht wirklich etwas mit Armut oder so zu tun. Es waren im Grunde genommen einfache Verhältnisse, wie sie viele Menschen damals erlebt haben. Eine wirkliche Mittelklasse gab es ja damals nicht. Es gab die Reichen, es gab die Mächtigen und dann gab es den Rest. Der vierte Punkt ist dann natürlich die Geburt Jesu an sich. Sicherlich unerwartet für die Eltern, dass es dort passiert. Und das symbolisiert doch auch die Erfahrung, die viele Expats machen, wenn sie weg sind von zu Hause, sind dann in der neuen Umgebung, in der neuen Heimat, sind sie vielfach hier Überraschungen ausgesetzt. Es läuft nicht nach Plan, Dinge gehen schief und man ist schon schier daran, manchmal am Verzweifeln, möchte vielleicht schon alles hinschmeißen, möchte vielleicht schon wieder nach Hause gehen, egal ob das jetzt hier ein medizinischer Notfall ist oder finanziell etwas nicht klappt, beruflich, geschäftlich oder was auch immer. Ich glaube, die ganze instabile Situation der heiligen Familie in der biblischen Geschichte ist doch etwas, was viele Auswanderer nachvollziehen können. Wie gesagt, ich glaube, es ist falsch zu sagen, dass jetzt Josef und Maria arm waren und in ärmlichen Verhältnissen gelebt haben oder dass Jesus wirklich in ärmlichen Verhältnissen zur Welt gekommen ist. In bescheidenen Verhältnissen sicher, weil damals fast alle im Grunde arm waren oder bescheiden gelebt haben, wenn man nicht zur Oberklasse gehört hat. Aber jetzt nicht bittere Armut, dass man nicht zu essen hatte. Josef war ja ein anerkannter Handwerker, so berichtet es die Tradition. Er war Zimmermann, er war Schreiner. Also das heißt, die Familie hatte sicherlich ein gutes Auskommen, aber eben durch die Situation, durch die Niederkunft Marias, das Ganze dann natürlich hier doch dramatisch eskaliert, kann man sagen. Danach, und das ist der fünfte Punkt, kommen die Hirten und auch die heiligen drei Könige, beziehungsweise die drei Weisen aus dem Morgenland, das Jesuskind besuchen. Sicherlich kann es als Symbol für viele Auswanderer gesehen werden, der neuen Beziehungen, die man eben in der neuen Heimat knüpft, vielleicht auch an ganz unerwarteten Orten. Sowohl die Hirten als auch die Weisen aus dem Morgen, das war eine komplett überraschende Erfahrung für Maria und Josef. Da hatten sie sicherlich nicht damit gerechnet. Wie gesagt, Josef hatte Familie in Bethlehem. Man hätte sicherlich gedacht, viele Familienmitglieder kommen, aber eben die Hirten und die drei Weisen, das war doch eine ganz neue Erfahrung in einer neuen Gegend. Jetzt kommen wir dann der Bedrohung durch Herodes. Josef wird ja gemäß der Tradition gesagt, dass er die Familie nach Ägypten bringen soll, weil Herodes durch die drei Weisen mitbekommen hat, dass dort ein neuer König geboren wurde und er möchte hier die neugeborenen Kinder töten lassen. Auch hier haben wir ein weiteres Beispiel nach der Volkszählung, wie eigentlich hier Obrigkeit und Regierung als etwas Negatives dargestellt wird. Ja, sehr interessant. Ja. Und während natürlich beim ersten Mal, als der römische Kaiser hier anordnet, dass Josef nach Bethlehem geht zur Volkszählung, er dieser Anordnung Folge leistet, wird er nun natürlich dann nach Ägypten fliehen. Also etwas, das ja auch durchaus viele Auswanderer, durchaus viele auch in unserer Community hier so empfinden, vielleicht nicht in der Extreme, das ist natürlich ganz klar, aber eben, dass die Regierung, dass die Obrigkeit schon etwas ist, das negativ ist, das einem reinpfuscht ins Leben, das einem das Leben in gewisser Weise versauert und eben etwas, das einen zum Handeln zwingt. Und damit sind wir auch schon beim siebten Punkt. Josef muss hier sehr schnell eine Entscheidung treffen. Er hat eben diesen Traum. Im Traum wird ihm gesagt, dass er jetzt fliehen soll und er macht sich dann sofort auf den Weg. Er zögert nicht und das ist ja vielfach auch eine Erfahrung, die Auswanderer machen. Sie müssen vielfach sehr schnell reagieren auf unerwartete Situationen, müssen vielleicht irgendwo anders hin, müssen vielleicht ein neues Visum besorgen oder sonst irgendwas machen, aber die äußeren Umstände ändern sich und man muss
sofort reagieren. Schließlich haben wir Punkt 8, die Flucht nach Ägypten. Nun, hier ist es wichtig, dass man das Ganze natürlich richtig versteht. Ägypten war jetzt nicht wirklich ein fremdes Land. Es war ja auch eine römische Provinz. Es war auch Teil des römischen Reiches. Also man muss sich das vielleicht so vorstellen, wie zum Beispiel in den USA, dass man von einem US-Bundesstaat in den nächsten flieht, ja, oder vielleicht auch in der EU, wobei natürlich das Römische Reich schon zentraler regiert war, als die EU heute regiert wurde. Aber man könnte sich vielleicht da vorstellen, dass jemand hier von der Mafia in Italien verfolgt wird und er dann nach Spanien oder Deutschland zum Beispiel umzieht. Also man soll das jetzt nicht vergleichen mit heutigen Asylsuchenden, ja, die von Syrien oder so kommen. Das war die Situation damals nicht. Man konnte sich ja im Römischen Reich, wie gesagt, frei bewegen. Das war letztlich ein Staatenbund, ein Bund von Vasallenstaaten, die hier vom römischen Kaiser regiert wurden, und die Bürger, die im Römischen Reich gelebt haben, konnten natürlich hier jederzeit in eine andere Provinz umziehen. Und das geht natürlich auch vielen Auswanderern so. Ja, sie ziehen zum Beispiel in ein Land um und stellen dann fest, dass sie jetzt in einen anderen Landesteil umziehen müssen, weil die Sicherheitssituation vielleicht nicht so gut ist wie erwartet. Man zieht eben in einen Landesteil zunächst mal um, von Deutschland, Österreich und der Schweiz, kennt aber dort die Lage nicht und wird auf einmal dann letztlich damit konfrontiert, dass die Sicherheitssituation es erfordert, dass man vielleicht in einen anderen Landesteil umzieht. Genauso ging es dann auch hier Maria und Josef. Der 9. interessante Punkt ist dann hier die Zeit in Ägypten. In der Tradition geht man davon aus, dass die heilige Familie ungefähr 3 Jahre in Ägypten war. Es gibt natürlich dazu keine genauen Informationen. Auch in der Bibel steht natürlich dazu relativ wenig. Aber für die koptischen Christen, also jene Christen, die in Ägypten wohnen, ist diese Zeit natürlich von enormer Bedeutung, und in ihrer überlieferten Literatur gibt es da sehr viele Berichte dazu, sehr viele Legenden, muss man sagen. In der Legende gibt es ihr viele Orte in Ägypten, in denen die heilige Familie dann Zeit verbracht hat, bis zu 6 Monate. Die Legende sagt, dass Maria und Josef sich diese Zeit hier leisten konnten, weil sie eben das Gold ja bekommen hatten von einem der 3 weisen Männern aus dem Orient. Damit konnten sie diese Zeit finanzieren. Man sagt auch, dass sie dann in Ägypten hier oft den Ort gewechselt haben, weil sie eben Angst hatten vor Spionen des König Herodes in Judäa. Aber eben in Ägypten dann die Zeit, sich anpassen zu müssen an eine neue Kultur, an eine neue Sprache, an besondere Umstände, an Personen, die man dort kennenlernt. Das ist sicherlich etwas, mit dem sich auch viele Auswanderer identifizieren können. So geht es vielen, die im Ausland sind und die sich dort neu anpassen müssen. Und dann unser 10. Punkt, es ist die Rückkehr der heiligen Familie nach Nazareth, der eigentliche Wohnort, von wo die Familie ungefähr 3 Jahre vorher aufgebrochen war, wenn man der Tradition glaubt. Sicherlich etwas, das auch viele Auswanderer umtreibt, die Frage nach der Rückkehr, und viele kehren ja auch zurück. Man muss sagen, die meisten kehren tatsächlich nach ein paar Jahren zurück. Da wägt man dann ab, wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Wann macht es Sinn? Viele natürlich kommen nie wieder zurück, so wie ich zum Beispiel. Ich bin jetzt seit fast 25 Jahren aus Deutschland weg. Ich habe auf keinen Fall vor, nach Deutschland zurückzukommen. Mir geht's im Ausland pudelwohl. Nicht so aber der heiligen Familie. Die haben sich gedacht, naja, jetzt ist Herodes tot. Jetzt können wir zurück. Jetzt müssen wir nicht mehr hier um unser Leben und das Leben unseres Sohnes bangen. So, und damit bin ich auch am Ende angelangt. Ich hoffe, du fandest das etwas unterhaltsam, mal die Weihnachtsgeschichte in einem ganz neuen Licht zu sehen, nämlich aus dem Blickwinkel von Auswanderern und wie man sich als Auswanderer mit diesem sehr alten Text identifizieren kann. Ich finde es sehr faszinierend, dass viele der Themen, über die wir heute sprechen, denen wir heute begegnen, auch damals Maria und Josef genau so begegnet ist und es ihnen ganz ähnlich gegangen ist, wie es vielen Auswanderern auch heute geht. Da bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, dass ich dir und deiner Familie ein schönes und recht gesegnetes Weihnachtsfest wünsche. Ich hoffe, du hast etwas Zeit auszuspannen, du hast etwas Zeit nachzudenken über das Leben, Zeit mit deiner Familie zu verbringen. Es sind ja die Auszeiten auch, die für uns sehr wichtig sind, die uns dann wieder stärken, um im nächsten Jahr dann viele interessante Projekte, unter anderem vielleicht auch eine Auswanderung, anzugehen. Ich danke dir für deine Treue. Ich danke dir, dass du uns hier begleitet hast in diesem Jahr. Wir freuen uns auch nächstes Jahr mit dir wieder hier interessante Reisen
wenigstens auf YouTube in viele Länder zu machen, viele Themen anzusprechen. Wenn auch du Gedanken hast zu der Weihnachtsgeschichte oder du denkst, dass hier meine Analyse komplett gaga ist, dann würde ich mich freuen, von dir zu hören. Lass es uns wissen in den Kommentaren. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.